Wer das Cecil Hotel in Los Angeles betritt, spürt sofort: Dies ist kein gewöhnlicher Ort. Hinter der Fassade aus Beton und Backstein verbergen sich Geschichten, die dunkler sind als jede Legende. Das Cecil Hotel wurde zu einem Symbol für alles, was schiefgehen kann, wenn Menschen an einen Punkt kommen, an dem sie keinen Ausweg mehr sehen. Die düstere Chronik des Hotels begann mit Helene Gurney. Sie stand im 7. Stock, blickte in die Tiefe. Niemand weiß, wie lange sie dort verharrte, ob sie auf jemanden hoffte, der sie aufhielt. Doch irgendwann trat sie einen Schritt zu weit. Ihr Sturz setzte den ersten dunklen Marker in der Geschichte des Cecil Hotels. 8 Jahre später, im Februar 1963, wiederholte sich das Muster. Julia Moore, geplagt von Schulden und Sorgen, wählte den 8. Stock. Ihr Tod ließ eine Stille zurück, die schwerer wog als jeder Abschiedsbrief. Im selben Jahr endete ein Streit zwischen Pauline Otton und ihrem Ehemann mit einer Tragödie. Sie sprang vom 9. Stock und riss den völlig unbeteiligten George Giannini mit in den Tod. 2 Leben ausgelöscht durch eine einzige verzweifelte Entscheidung. 1964 wurde das Hotel erneut Schauplatz eines Verbrechens. Goldie Osgood, eine ältere Dauergästin, wurde in ihrem Zimmer brutal ermordet. Ihre Verletzungen sprachen von Angst, von einem verzweifelten Kampf. Der Täter verschwand spurlos. Es gab keine Verurteilung, keinen Abschluss. Das Zimmer wurde gereinigt, neue Gäste zogen ein. Doch die Schatten blieben. Das Cecil Hotel war nicht mehr nur ein Ort der Verzweiflung, sondern auch einer der Gewalt. Die Geschichten von Goldie Osgood und anderen Opfern zeigen, manche Taten hinterlassen Narben, die tiefer gehen als jede Renovierung. In den 1980er Jahren verwandelte sich das Cecil Hotel in einen Zufluchtsort für das absolut Böse. 1984 checkte Richard Ramirez ein, der als Night Stalker berüchtigt wurde. Er kehrte nach seinen nächtlichen Taten ins Hotel zurück, oft mit blutverschmierter Kleidung, unbehelligt von anderen Gästen. Ramirez drang in Häuser ein, folterte, verstümmelte, tötete. Maxine Zazzara wurde zuerst mit einem Messer angegriffen, dann kaltblütig erschossen, während ihr Ehemann hilflos zusehen musste. Wenige Wochen später erschlug Ramirez eine 83-jährige Frau mit einem Hammer, nachdem sie sich verzweifelt gegen eine Vergewaltigung gewehrt hatte. 7 Jahre später wiederholte sich das Muster mit Johann Josef Unterweger. Er hatte bereits wegen Mordes gesessen, galt als geläutert, doch er tötete weiter. 3 Frauen wurden im Cecil Hotel ermordet, erwürgt mit ihren eigenen Büstenhaltern. 2 Serienmörder, ein Ort, das gleiche tödliche Ergebnis. 2013 verschwand die kanadische Studentin Elisa Lam spurlos, nachdem sie im Cecil Hotel eingecheckt hatte. Tage vergingen, bis Gäste über seltsames, süßlich schmeckendes Wasser und niedrigen Wasserdruck klagten. Auf dem Dach fand man schließlich Elisa Lam, tot im Wassertank. Wie sie dorthin gelangte, bleibt ein Rätsel. Die Türen waren gesichert, der Deckel schwer. Ein Überwachungsvideo zeigte sie im Aufzug. Sie wirkte nervös, drückte wahllos Knöpfe, blickt wiederholt panisch aus dem Aufzug, als würde sie verfolgt werden. Manche sehen darin Hinweise auf Angst oder Paranoia. Andere verweisen auf ihre diagnostizierte bipolare Störung und halten Halluzinationen oder einen psychischen Ausnahmezustand für möglich. Bis heute ist nicht eindeutig geklärt, was in jener Nacht geschah. Der Fall Elisa Lam ist nur eine weitere Tragödie in der langen Geschichte des Cecil Hotels. Ihr Tod wurde als Unfall eingestuft. Doch die Fragen bleiben. Das Cecil Hotel ist mehr als nur ein Gebäude. Es ist ein Ort, an dem Verzweiflung, Gewalt und Tod über Jahrzehnte hinweg Spuren hinterlassen haben. Man kann den Namen ändern, renovieren, neue Gäste willkommen heißen, doch manche Orte tragen ihre Geschichte für immer in ihren Wänden. Was ist eure Meinung zu diesem Hotel? Würdet ihr hier ein paar Nächte verbringen?